Schwer zu sagen, weil Qualität ist natürlich sehr wichtig. Aber wenn man 3 Calls macht, die qualitativ hochwertig sind und die möchten alle nicht und die brauchen das nicht, dann hat man nicht viel gemacht. Also man braucht schon eine bestimmte Menge, aber die Menge muss auch gut abgearbeitet werden. Wir können schon das Fazit hier rausholen, dass Qualität und Quantität einfach Hand in Hand geht. Eins oder das andere geht wirklich gar nicht. Man kommt gar nicht zur Qualität ohne die Quantität. Vor allem, wenn du jetzt hier versuchst, ich mache jetzt heute 100 Telefonate, protokolliere aber gar keines davon. Das wäre interessant. Viel Glück beim nächsten Tag, ne? Action! Action? Hallo Maria, herzlich willkommen. Hallo. Allen Zuschauern nochmal und Zuhörern herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Dialing Out, Your B2B Podcast. Ihr Podcast rund um Kaltakquise, Sales und After Sales, auch im B2B-Bereich. Vor allem auf dem Dachmarkt. Versuchen wir es zumindest irgendwie darauf zu begrenzen. Ist aber eigentlich universell, fast universell anwendbar, das, worüber wir hier plappern. Ja. Genau, so, die heutige Folge hat zum Thema eine sehr wichtige Sache, und zwar eine kruziale Frage in der Kaltakquise, und zwar Quantität gegen Qualität oder umgekehrt. Spannend. Was gewinnt und wie macht man das? Maria, du bist seit 10 Jahren fast unterwegs in diesem Segment, ne? Kaltakquise, Sales, After Sales, Projektleitung hast du noch nie gemacht, aber kannst du dir auch sparen? Doch, ganz kurz. Ganz kurz, okay. Aber du weißt ganz genau, worauf es ankommt im B2B-Vertrieb, vor allem bei der Kaltakquise. Und heute möchten wir das Ganze noch mal ein bisschen sezieren und schauen, wohin die Punkte gehen, zur Quantität oder zur Qualität, oder ob es ein Gleichstand wird. Ja. Ja. Dann stell mal deine Fragen. Was ist denn da, ja, die erste Sache ist, was ist denn da dein erster Gedanke bei Qualität und Quantität? Schwer zu sagen, weil Qualität ist natürlich sehr wichtig. Aber wenn man 3 Calls macht, die qualitativ hochwertig sind und die möchten alle nicht und die brauchen das nicht, dann hat man nicht viel gemacht. Also man braucht schon eine bestimmte Menge, aber die Menge muss auch gut abgearbeitet werden. Okay, gut. Folgendes, also, wir machen das Ganze, wir teilen es ein bisschen auf in das erste Segment Quantität, zweite Segment Qualität, und dann machen wir noch ein kleines Game, um zu schauen, wofür wir uns entscheiden würden. Quantität. Vielleicht für die Zuhörer nochmal ganz strikt oder ganz einfach gestrickt zu erklären, was heißt es überhaupt, Quantität in der Kaltakquise? Dass man halt eine große Zahl von Firmen haben muss, die man potenziell anrufen kann. Weil wenn das zu wenige sind, wenn man jetzt 10 Wunschfirmen hat und mit denen möchte man zusammenarbeiten, dann ist halt die Chance, dass man wirklich auch Bedarf hat und an die richtigen Leute kommt, sehr klein. Ne? Man muss schon einen großen Pool von potenziellen Firmen haben, die im Prinzip interessiert sein könnten an dem Angebot. Ne? Okay, das ist eine Form von Quantität, also so ein Datenquantität, ne? Genau. Also eine gewisse Anzahl an Daten, die man zu bearbeiten hat oder die halt als erster Anhaltspunkt für die Akquise da sind. An zweiter Stelle würde ich auch noch erwähnen, einfach die Anzahl der Telefonate, die man an einen oder mehrere Kontakte aus derselben Firma tätigt. Ja, natürlich. Man kann es sicher nicht dabei belassen, ich habe jetzt ein Telefonat geführt, das war's. Die haben sich gemeldet oder nicht gemeldet und ich mache da nicht mehr weiter. Nee, man muss dann natürlich mehrmals anrufen, vor allem, wenn sich jemand nicht meldet. Kann ja sein, dass irgendwie jetzt ein Feiertag ist oder alle sind irgendwie im internen Meeting oder wie auch immer. Und es ist persönlich auch ziemlich oft eigentlich passiert, dass jemand gemeint hat, ja, wir haben daran kein Interesse, und dann stellt man halt die richtigen Fragen. Dann kommen wir halt zur Qualität, ne? Und dann haben die doch Interesse. Man muss ja auch an die richtigen Leute kommen. Also, und das ist irgendwie so ein Spiel, wo man so das Gleichgewicht finden muss zwischen Quantität und Qualität. Okay. Noch eine Sache, die bei der Quantität vielleicht, lass uns noch ein bisschen kurz bei der Quantität bleiben. Vielleicht ganz konkret. Eine Anzahl an Telefonaten
an einen Kontakt, wo du sagen würdest, das muss mit dabei sein und danach stecke ich keine Energie mehr mit rein, ganz pauschal und dann vielleicht nochmal mit einer Erklärung, wann man davon abweichen kann? Ich glaube, 5 Telefonate wäre so ein Minimum, um wirklich versuchen, und wenn man nach 5 Telefonaten überhaupt nirgendwo hinkommt, also nicht einen neuen Ansprechpartner findet oder Interesse oder ein offenes Ohr, dann lässt man den liegen oder stellt den irgendwie auf Wiedervorlage für ein halbes Jahr. Mhm. Und was sind so die Ausnahmen bei dir, wo du sagen würdest, da gehe ich sogar bis zu 20 anrufen, bis ich da nicht wirklich den mit ans Boot geholt habe? Ja, wenn es zum Beispiel eine sehr interessante Firma ist, die wirklich ein Wunschklient ist von der Firma, für die ich gerade arbeite, ne? Wenn es jemand ist, für die sagen, ja, das sind unsere idealen Klienten, die möchten wir auf jeden Fall ins Boot holen, vor allem wenn es große Firmen sind, kann man ja auch verschiedene Ansprechpartner herausfinden aus ähnlichen Branchen oder aus der gleichen Branche, gleichen Abteilung, aber an verschiedenen Stellen. Vor allem, wenn das halt Firmen sind, die global aktiv sind. Ne? Okay, ja. Also das Gefühl an sich, das du dann eben hast, das leitet dich dazu, einfach mehr zu machen oder mehr Power reinzustecken, ne? Ja. Ist es eher etwas, was du schon am Anfang merken kannst, oder ist es eher etwas, was also in dem Telefonat am Anfang merken kannst, oder ist es eher etwas, was du durch Nachrecherche irgendwie gesehen hast und sagen würdest, da sollte ich eigentlich vielleicht ein bisschen mehr machen? Ich würde sagen Nachrecherche. Okay. Weil wenn man zu lange Vorrecherche macht, dann hat man ja nicht die Quantität. Also ich würde sagen, dass man im ersten Schritt erstmal alle Firmen, alle Leads gleich angeht und dann während der Akquise, während man versucht, da an die Leute zu kommen, dann nochmal ein bisschen mehr Recherche macht. Weil wenn ich jetzt einen Kontakt 5 Minuten google und dann meldet sich keiner, dann habe ich 5 Minuten vergeudet. Ne? Ja, okay. Ja, ist vielleicht ein Weg, um schnell irgendwo eine Information zu bekommen. Aber ich finde, dass man manchmal wirklich auch die Vorrecherche sehr gut nutzen könnte, wenn man sich nicht sicher ist, ob die Datenqualität überhaupt stimmt, die man bekommen hat. Ne? Ja, okay, ich bin Also jetzt davon in unserem ausgegangen. Falle, Ja, ich bin davon ausgegangen, dass die Daten gut sind. Ne? Genau, du bist davon ausgegangen. Das ist vielleicht für unsere Zuschauer oder Zuhörer nochmal zu erklären. Bei uns ist die Datenqualität eigentlich am Anfang schon sehr gut, weil wir auch sehr viel Zeit in die Datenbank investieren mit unseren Kunden, um die auch gut hinzubekommen. Ne? Genau. Natürlich kann es ab und zu mal sein, dass man das halt eben nicht hat. Ne? Es ist jetzt etwas, wo wir versuchen möchten, ja, okay, wenn ihr das jetzt vielleicht nicht habt oder irgendwie fraghafte Datenqualität habt und euch fragen würdet, soll ich da jetzt direkt anrufen oder nicht, vielleicht doch ein bisschen vorrecherchieren. Ja. Ganz kurz eine Frage an unseren Tonmeister. So, eine wichtige Sache, wo ich die Quantität vielleicht auch noch als eine sehr, qualitative Aussage sehe, ist, dass es dadurch, dass man viel übt in den Telefonaten, viel davon auch macht, dass es ein riesen Lernfaktor ist für eine Person, die sich mit Kaltakquise beschäftigt oder auch an sich mit Sales. Ja. Es ist nicht etwas, wo man sagen würde, ich mache lieber 10 super Telefonate mit Ansprechpartnern, die ich schon gut kenne, wo ich schon ganz genau weiß, der geht ran und der wurde mir von meinem Chef so weitergeleitet. Dann führst du eigentlich keine richtigen Pre-Sales-Gespräche, beziehungsweise das ist kein Cold Calling. Wir reden ja von Cold Calling und dadurch, dass man wirklich aus nichts ein Lead generieren sollte. Ne? Und das schafft man, glaube ich, nur dann, wenn man sich wirklich übt in den Calls. Ja. Ja. Und man hört ja auch von der Stimme der Person, die sich meldet, ob sie vielleicht irgendwie in Eile ist, ob sie gut gelaunt ist, schlecht gelaunt, und dann passt man das halt an. Also man kann nicht immer den gleichen Satz sagen. Mehr oder weniger ist vielleicht die Einführung der gleiche Satz, aber später sind die Gespräche sehr unterschiedlich, abhängig von der Situation. Ne? Und noch eine Sache, wo ich meine, dass die Quantität auf jeden Fall eine Riesenrolle spielen muss, ist, wir wissen alle, dass es dass Kaltakquise einfach eine Aufgabe ist, die tagtäglich im selben Umfang erledigt werden muss, damit man dann wirklich auch klare Ergebnisse daraus hat. Ne? Und wenn man jetzt sagen würde, ja, ich mache Kaltakquise ab und zu mal so einen Tag in der Woche, dann würde ich sagen, dann lass es doch einfach. Ne? Ja.
Da gebe ich dir recht. Also das muss man wirklich jeden Tag machen. Es kann auch passieren, dass man an einem Tag jemanden ans Telefon bekommt und der ist super gelaunt und sagt, ja, das interessiert mich. Und am nächsten Tag ruft man wieder an und der meint, nee, ich habe jetzt keinen Kopf dafür. Also es ist wirklich eine Sache, die man jeden Tag machen muss, um wirklich eine große Anzahl zu haben und auch dann letztendlich gute Gespräche führen zu können. Genau, also ich würde sagen, dass die Quantität auch tatsächlich ein Türöffner für die Qualität ist und die gar nicht hinbekommen werden kann, ohne dass man sich sehr oft geübt hat. Das ist wie Tennis spielen oder irgendein anderer Sport, andere Sportart, die man ausübt. Ne? Du kannst kein Profi-Tennisspieler werden, wenn du nur einmal in der Woche trainierst. Ne? Und dann nur, wenn es nicht regnet oder dann nur, wenn es halt dir gerade passt. Nein, du hast halt Zahnschmerzen und du gehst Tennis spielen. Du hast Zahnschmerzen und du machst jetzt trotzdem noch ein paar Anrufe. Ne? Ist halt so. Natürlich ist es jetzt nicht so, dass man das jetzt wortwörtlich nehmen sollte. Und man darf auch mal eine Pause machen. Aber wenn du daraus für dich eine Quelle machen möchtest, um Leads zu gewinnen, dann kannst du das nicht einmal in der Woche machen. Ne? Ja, da gebe ich dir recht. Und vor allem, was passiert dann auch? Wenn du es einmal in der Woche machst, an einem bestimmten Tag oder an 2 bestimmten Tagen, egal, du versäumst an den anderen Tagen die Möglichkeit, jemanden ans Telefon zu bekommen, den du vielleicht lange nicht ans Telefon bekommen konntest. Jemanden versäumst du, etwas zu pitchen und jemand anderes hat es tatsächlich schon gemacht. Das ist FOMO, wirklich Fear of Missing Out im Sales. Ja. Und das ist bei der Kaltakquise, finde ich, die ausgeprägteste Angst, die man überhaupt haben darf. Ja. Auch im Sales später, ne? Wenn man nochmal Follow-ups macht. Wenn du es jetzt verpasst, bei einem Call nach einem Meeting mit dem Kunden dabei zu sein oder den nicht dazu bringst, dass er sich nochmal mit dir zusammensetzt und dir nochmal ganz offen sagt, was er von deinem Angebot hält oder so, dann hast du tatsächlich deine Chance verpasst. Ja. Und bei der Kaltakquise ist es halt so ein Endspurt immer, ne? Der ist jeden Tag da. Deswegen ist es auch ein bisschen stressig, wenn man es sich im Globalen anschaut. Dass man einfach wirklich immer da sein muss. Und das schafft man nicht, wenn man einfach nur sich den ganzen Tag Gedanken drüber macht, wie man seinen Pitch perfekt herbekommt. Nee, besser ist es gemacht als es ist perfekt. Und es ist ja auch interessant, wenn man zu verschiedenen Zeiten mal anruft. Zum Beispiel. Genau. Manche Positionen sind nur frühmorgens da. Und vielleicht ruft man jetzt 10 Tage hintereinander jedes Mal frühmorgens da an und der ist doch nicht da. Ne? Und dann versucht man es einen Tag nach 16 Uhr beispielsweise und er ist noch immer im Büro. Also man spielt wirklich mit den Zeiten, versucht verschiedene Ansätze und das kann man halt nur machen, wenn man wirklich jeden Tag telefoniert. Ja, okay. Vielleicht, mit der Quantität so ein bisschen aufzuhören und in die Qualität rüber zu gehen. Was ist so dein Tipp bei Kaltakquise? Wie viele Telefonate man machen sollte pro Tag? Pro Tag? Ja, so 50. 50 Telefonate, wo sich jemand auch gemeldet hat? Ja, kommt drauf an, wie viel, also ja, ich würde mal sagen, wenn... Machst du auf Stundenbasis? Auf Stundenbasis, so 6, 7, 8 pro Stunde. Dass man wirklich gute Gespräche führen kann, dass man genug Zeit hat, um wirklich gute Gespräche zu führen, aber auch wenn die Gespräche kurz sind und gesagt wird, nein, der ist heute nicht da, dass man noch kurz Zeit hat, um zu erfragen, wann, wenn die Person da sein wird, ob die vielleicht eine Mail hat, eine Durchwahl und so weiter. Ne? Ja. Aber wenn man jetzt irgendwie ein 10 sich als Stundenbasis nimmt, das ist zu viel, um wirklich gute Gespräche zu führen. Ja, okay, gut. Was ist ein gutes Gespräch? Ein gutes Gespräch. Ich würde mal sagen, dass man erstmal weiß, worüber man spricht. Weil wenn man mit so einem generischen Satz kommt, ja, haben Sie eine Software für irgendwas, das ist zu allgemein. Also man müsste wirklich wissen, was genau wir überhaupt verkaufen für unseren Klienten, also was wir da im Pre-Sales anbieten und was sind die Pain Points. Dann kann man die auch direkt ansprechen. Wenn wir genau wissen, was die Klienten im Prinzip suchen und wir die Lösung dafür haben, dann wirklich direkt auch danach fragen, ja, wie machen Sie das und das oder haben Sie Probleme mit dem und dem? Und dann sind die häufig auch offen, darüber zu sprechen. Mhm. Ist für dich, kannst du direkt vielleicht einen Status bei einem Gespräch ableiten, wo du sagen würdest, es ist immer ein gutes Gespräch? Würdest du jetzt sagen, immer wenn du ein Meeting vereinbarst, ist es ein gutes Gespräch? Oder würdest du eher sagen, sehr oft sind die Gespräche, wo ich gar kein Meeting vereinbart habe, aber
halt viel ins Thema reingegangen bin, auch ein gutes Gespräch? Oder ist es dann für dich einfach nur vergeudete Zeit gewesen? Nee, die sind auch gut. Also natürlich, wenn es ein Meeting ist, dann war es ein super Gespräch, weil ich mache keine Meetings, um wirklich sicher zu sein. Wenn ich nicht sicher bin, dass es ein gutes Meeting wird, ne? Sonst ist es ja Zeitvergeudung. Was die Gespräche angeht, wo es kein Meeting ist, da sind sehr oft sehr interessante mit dabei und vielleicht auch Daten, die neu sind. Und das ist auch so ein Research im Prinzip. Und vor allem, wenn es eine Absage ist, wenn wir die Gründe bekommen, warum, dann haben wir auch Argumente oder auch nicht nur Argumente, sondern auch vielleicht neue Perspektiven, was denn vielleicht unser Klient noch anbieten könnte, weil sehr viele Leute gesagt haben, dass sie ein Problem haben mit irgendetwas und das wiederholt sich und dann haben die gemerkt, ja, okay, das können wir vielleicht auch noch anbieten. Also dann haben sie noch einen neuen Pitch. Das ist immer so ein wirklich ein Gespräch. Also nicht, dass man jetzt irgendwie was nur herunterliest und das war's, sondern wirklich mit den Leuten zu reden, sich anzuhören, was denn deren Probleme sind. Und wenn wir eine Lösung haben, die anbieten. Und wenn wir die nicht haben, dann möchten wir die auch nicht irgendwie dazu überreden, auf Meetings zu gehen, die letztendlich keinen was bringen. Ne? Ja, und das finde ich ist, worauf es wirklich auch ankommt bei der Qualität. Ja. Weil die Qualität ist keine Sache, die einfach nur da ist. Sie ist sehr wandelbar. Sie ist etwas, was von einem zum anderen Gespräch nochmal anders umgedacht werden kann. Und man kann sich nicht darauf einigen, das ist unser Pitch und der ist immer gut. 2023 bis 2025 wird er immer gut sein. Ne? Oder nicht mal von KW1 zu KW13 wird der gleich bleiben. Weil du tatsächlich durch solche Telefonate, die du erfahren hast, die du getätigt hast mit Ansprechpartnern, die vielleicht gesprächig waren, aber kein Interesse gezeigt haben, die ja nochmal ein Augenöffner sind und die sagen können, hey, okay, eigentlich habe ich hier vielleicht noch was anderes argumentieren können, eigentlich war der ja im Unrecht, vielleicht nehme ich mir die Chance jetzt, das nochmal anders zu paraphrasieren oder anders mit meinem Partner darüber zu sprechen, wie ich das anders darstellen kann. Und das ist Qualität. Also das ist dann wirklich auch das, wo man sagen kann, gut, ich habe daraus gelernt, dass ich jetzt hier was Neues ausprobieren muss oder was Neues einfach machen muss in den Telefonaten. Und das wiederum kann ja auch nicht geschehen, wenn du 3 Telefonate am Tag machst, ne? Ja. Ja? Die gehören einfach zusammen, Quantität und Qualität. Genau. Kleinen Moment noch. Ah ja, okay. Das wollte ich nicht noch fragen. Was ist bei einem, wenn wir jetzt ganz transparent versuchen oder ganz plastisch versuchen, das perfekte Telefonat uns irgendwie vorzustellen, ne? Wie sieht es bei dir aus? Was sind die Stufen eines perfekten Telefonates? Okay, das erste wäre natürlich, dass man ganz freundlich begrüßt, sagt, wer man ist und was man im Prinzip, also von welcher Firma man anruft und was man im Prinzip anbietet. Und dass es wirklich ganz kurz und knappig ist und nicht, dass man jetzt 5 Minuten irgendwie eine Begrüßung hat. Ne? Danach würde ich sagen, dass man eine Frage stellt, die dann auch idealerweise auch gleich einen Painpoint anspricht, damit er auch damit diese Frage Interesse weckt und dass der andere am anderen Seite des Telefons im Prinzip dann weiß, okay, das ist jetzt ein Dialog, den wir führen und nicht, dass die mir jetzt 5 Minuten was erzählt. Und so ist es irgendwie dann hin und her, dass man also wirklich ein paar Fragen stellt, Antworten bekommt und ganz offen eigentlich ganz zuhört. Und wirklich auch direkt auf die Fragen, die er dann auch stellt oder sie, antwortet. Und nicht, dass man irgendwie nur seine Sache erzählt und ja, ich habe es Ihnen jetzt erzählt, geben Sie mir eine Mail. Sondern wirklich, dass man ein Gespräch führt und dass man die Gespräche anpasst und nicht jedes Mal das Gleiche erzählt. Ideal wäre natürlich, wenn der so viel Interesse hat, dass er meint, ja, wir suchen gerade danach und lassen Sie uns doch mal ein Meeting machen. Aber das passiert nicht sehr oft beim Erstkontakt. Weil man möchte ja immer noch mehr Informationen erstmal kommen. Und es ist auch für uns besser, wenn erstmal mir ein Mail zukommen lassen, damit sie sich das in Ruhe durchlesen, damit die wissen, ob das wirklich auch das ist, was die brauchen. Und nicht, dass irgendwie ein übereiltes Meeting ist. Ja. Und ideal wäre dann natürlich, dass im nächsten Gespräch
die Person meint, der Ansprechpartner, ja, das interessiert mich, lassen Sie uns doch ein Meeting machen. Okay, und eventuell noch ein paar Fragen stellt, wo du dann selber oder du noch mal Fragen stellen kannst, damit du das Meeting noch mal besser vorbereiten kannst. Genau, das ist jetzt das Fleisch da drin. Ne? Ich würde noch dazugeben, das ist jetzt an und für sich ein perfektes Gespräch. Ja. Was ich finde, um das Ganze wirklich noch abzurunden, ist so ein Framework darum. Ne? An erster Stelle eine gute Datenbasis, die man überhaupt hat, damit man sich in der Vorrecherche nicht quält, haben wir vorhin schon erwähnt, aber es ist wirklich, glaube ich, sehr wichtig, dass die Daten sauber irgendwo gespeichert sind. Meistens eine CRM, es kann von uns auch eine Excel-Datei sein, es kann von uns auch irgendetwas sein, wo man das einfach schön digital abspeichern kann, wo man dann immer wieder zurückgreifen kann darauf und weiß, das sind die Daten, die ich nutzen muss und die pflege ich später am anderen Ende so gut, dass ich beim nächsten Mal, wenn ich zum Gespräch komme, auch ganz genau weiß, worüber ich gesprochen habe und ganz genau auch sagen kann, okay, super, ja, ich erinnere mich dran, weil wir arbeiten ja mit Quantität auch. Es werden nicht 3 Ansprechpartner sein in einem ganzen Jahr, die du versuchst zu erreichen. Wenn dem so ist, dann hat man keine Probleme im Vertrieb, dann hat man wirklich ein Luxusproblem, dass man 3 Leute nicht erreichen kann. Aber so ist es dann wirklich eine Sache, wo man sagen muss, das perfekte Gespräch ist nicht nur das, was drin ist, in diesem einen Moment, wo man das Telefonat führt, sondern der ganze Framework darum. Absolut. Einfach das, was das Ganze nochmal so aufzeigt, dass jemand, der nach dir kommt oder nach dir sich das anschaut, sich denkt, oh, okay, gut, da kann ich ja eigentlich dran anknüpfen. Oh, okay, dieses Meeting ist sehr gut vorbereitet. Ich sehe, dass da sehr viel Mühe drin steckt und ich bin jetzt auch total gespannt darauf, wie ich das übernehme, weil das, was ich jetzt bekommen habe an Futter, ist eigentlich sehr gut. Jetzt darf ich auch nicht versagen. Ne? Ja. Und das ist, glaube ich, irgendwie sowas, wo man das Telefonat nicht nur als solches sehen darf, als diesen Moment, diese paar Minuten, die man mit jemandem austauscht, sondern auch das davor und das danach. Ne? Absolut, da steckt ja auch viel Arbeit dahinter. Also ich rede jetzt aus der Position der Person, die telefoniert, aber wir haben ja da vorher viel Arbeit mit dem Framework, mit den Vorbereitungen des Leitfadens, mit den ganzen Argumenten, mit den Mails und natürlich, dass die Datenbank, die wir benutzen und die CRM ganz sauber und geführt werden, damit man immer weiß, was da steht, wessen Telefonnummer das ist, mit wem wurde gesprochen, wann. Und es ist sehr viel leichter, wenn das wirklich übersichtlich ist und ganz so eine Lead-Hygiene hat, ne? Dass man wirklich weiß, wo was steht. Genau. Und ein sehr, sehr wichtiger Punkt dann auch noch, um einfach zu wissen, wann die nächste Action fällig ist. Weil das wirst du dir nicht merken, wenn du es nicht irgendwo in einem Kalender vermerkt hast, in einer Aktivitätsliste, Checkliste, was auch immer man nutzt. Man sollte darauf sich auch verlassen können und auf sich verlassen können, dass man sagt, ja, ich mache es zu diesem Zeitpunkt, weil hast du das nicht zu diesem Zeitpunkt gemacht, hast du sehr wahrscheinlich deine Chance auch vergeudet. Ja. Vor allem, wenn es darum geht, du weißt, der ist jetzt eine Woche im Urlaub, die nächste Woche drauf ist er nur 2 Tage im Büro und wenn du es nicht schaffst, innerhalb dieser 2 Tage den zu einem Zeitpunkt anzurufen, wann er auch gesagt hat, hey, ich bin da eigentlich relativ gut zu haben, dann ist er nochmal für 2 Wochen vielleicht nicht mehr erreichbar. Und dann ist vielleicht jemand anderes nochmal reingekommen in die Situation. Ja. Der was Schlechteres als du anbietest, aber halt eben einfach präsent war. Und das ist auch die Qualität, die Präsenz. Ja, dass man wirklich auch sagt, zu diesem Zeitpunkt mache ich das. Wenn der sich jetzt nicht meldet, das ist dann sehr fies von ihm, weil er ja gesagt hat, der ist da erreichbar. Dann schicke ich nochmal eine E-Mail hinterher. Gehört ja auch immer noch dazu, ne? Ja. Aber man versucht halt auch immer rechtzeitig zum gegebenen Zeitpunkt das zu machen. Und wenn du das nicht pflegst, wenn du das in einem Telefonat auch nicht vereinbarst oder das irgendwo auch versuchst, immer verbindlich zu machen. Das ist auch ein wichtiges Merkmal von Qualität. Das Telefonat, das vielleicht gerade aus heiterem Himmel kommt, der aber irgendwo gezeigt hat oder sie gezeigt hat, oh je, okay, ist nicht unspannend. Ja. Mach es verbindlich. Weil sonst ist da auch die Qualität nicht abgerundet, ne? Mach's verbindlich. Mach ihm klar oder ihr klar, super, du hast mir jetzt 2 Minuten deiner Zeit geschenkt. Jetzt schenke ich dir meine Pünktlichkeit. Ich rufe dich nochmal an. Zu diesem Zeitpunkt werden wir beide mehr Informationen haben. Und danach
bist du wirklich in besten Händen, wenn du weitermachst, mit uns in ein Meeting zu gehen oder irgendwie auch direkt mehr Informationen von uns verlangen wirst und so weiter. Ne? Absolut. Und es kommt auch gut an, ne? Weil wenn man jetzt wirklich das verbindlich macht und schon einen Zeitpunkt ausmacht und einen Tag, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass er sich meldet, sehr groß. Und wenn er letztendlich ins Meeting geht, dann hat er auch schon ein gutes Bild von der Firma. Ne? Ja. Weil die Dame, mit der ich den ersten Kontakt hatte, war wirklich sehr freundlich, sehr professionell, sehr pünktlich, hat sich zu der Zeit gemeldet, die sie vereinbart hat. Also wirklich ganz, ganz viele Details, wo man halt darauf achtet, dass man die Firma, für die wir telefonieren, auch gut präsentiert. Ne? Okay, wir können schon das Fazit hier rausholen, dass Qualität und Quantität einfach Hand in Hand geht. Eins oder das andere geht wirklich gar nicht. Man kommt gar nicht zur Qualität ohne die Quantität. Und auch zurückgespielt, wenn man auch sehr gut schon geübt ist in dem, was man macht und sehr gut schon weiß, wer mein Ansprechpartner ist. Man muss immer wissen, der wird nicht immer zu jeder Zeit erreichbar sein. Du musst mehrmals anrufen, dann kommst du wieder auf die Quantität zurück, um mit denen verbindlich sprechen zu können, um denen wirklich auch ab und zu mal halt zu zeigen, hey, ich bin immer da, ich versuche immer irgendwann nicht ranzukommen und das schätzen die meisten Leute auch, wenn man nicht nervig ist. Natürlich keine Nervensäge sein oder so und irgendwo da anrufen, wo man gemerkt hat, der will nichts von uns, der wird auch nichts für uns. Dann ist es natürlich, ich hatte dann bist du ein Trottel. Ich hatte auch sehr interessante Gespräche, wo mir gesagt wurde, ja, ich finde es schade, dass wir das nicht brauchen, weil sie machen wirklich gute Akquise. Siehst du? Ja, das ist es ja auch, ne? Das ist es wirklich. Und darauf kommt es an. Die Leute, die brauchen sehr oft solche Sachen gar nicht direkt, ne? Aber du warst halt dran. Und der, nach einer Zeit, wenn du nicht mal dran geblieben bist und der erinnert sich nochmal an dich, dann ist es ja auch nicht selten, dass sie nochmal darauf zurückkommen, weil sie halt mit einer sehr netten Person nochmal drüber gesprochen haben, die es einem qualitativ hochwertig auch erklärt hat. Und der Bedarf war jetzt nicht da, aber das heißt doch längst nicht, dass der nicht kommen wird. Wenn du jetzt 5 Telefonate gemacht hast, 5-mal ihn versucht hast zu überzeugen, durch eine charmante, nette und positive Art und Weise, wenn er es mal braucht, bist du wahrscheinlich die Person, zu der er zurückkommt, weil People buy from people. Das ist einfach so, Leute kaufen von Leuten und verkaufen an Leute und das muss auch so bleiben. Ne? Ja. Deswegen bleibt es auch immer sehr, sehr human, dieser Cold-Calling-Prinzip, den wir machen. Ne? Wir sind ja, also leider wird es sehr oft ins Dreck geschoben oder gezogen, weil es sehr viele gibt, die Kaltakquise einfach nicht qualitativ machen, aber quantitativ wirklich sehr stark reingehen und versuchen wirklich auch einfach das rauszuziehen, was sie rausholen können, mit ganz fiesen und miesen Tricks. Das kann auf Dauer einfach nicht positiv sein. Ne? Funktioniert nicht. Genau. Ich habe noch ein kleines Spiel für dich vorbereitet. Ich spiele gerne. Und zwar heißt das Spiel, geht das Spiel so, du solltest in den von mir erwähnten Sätzen sagen können oder dich spontan entscheiden, ob es eher noch ein bisschen mehr Quantität bedarf oder ob da ein bisschen mehr Qualität reingehen sollte. Okay, klingt interessant. Um halt das Ganze abzurunden und in beiden Segmenten ja einfach perfekt zu machen. Okay? Ja. Gut, ich habe jetzt hier typische Cold-Calling-Szenarien oder Gewohnheiten und die erste lautet 50 Calls mit Standard-Pitch oder 10 Calls mit individuellem Research. Ich nehme die 50. Ja, warum? Ich muss kurz husten. Weil man mit 10 nicht wirklich weiterkommt. Ja, kommt drauf an. Ich hatte mir jetzt gedacht, es wäre täglich, ne? 10 täglich sind zu wenig. Ja, aber? Ja, ich weiß nicht. Ich würde nicht 10 täglich, die gut sind, machen. Ich würde eher 50 machen mit Standard-Pitch und dann beschränk dich nicht auf täglich. Beschränk dich einfach so auf. Es war tatsächlich vielleicht nicht von täglich die Rede hier. Ja, nimm mal einen Schluck Wasser. Krieg dich wieder ein. Nee, okay. Nicht täglich. Ja, warum? Habe ich nicht gesagt. Ich möchte dich jetzt nicht zu einer Antwort zwingen, ne? Nee, überhaupt nicht. Nee, ich bleibe bei meiner Antwort, weil ich glaube, dass der Standard-Pitch auch schon sehr, sehr gut ist.
Und ich würde dann lieber mehr Anrufe machen mit dem Standard-Pitch und dann später ins Gespräch kommen. Ach nee. Bleib bei den 50. Nee, bei den 50. Ich bleibe bei den 50, bei dem Standard-Pitch, weil der Standard-Pitch sehr, sehr gut ist. Ne? Und wenn wir den jetzt 50 Mal machen, dann kann man den auch noch durchfallen. Aber wenn man jetzt 10 macht und zu lange Vorrecherche für jeden und dann jeden individuell anpasst, dann sind es zu wenige Telefonate, die man führt. Mhm. Ja, ich glaube, du gehst aus der Position raus, dass du wirklich auch schon sehr geübt bist und dass du dadurch, dass du einen Standard-Pitch schon hier einfach ausgebaut hast, weißt, wie du den wirklich auch sehr spontan schon anpassen kannst. Und die vielleicht individuelle Vorrecherche, um ehrlich zu sein, ich bin auch kein Riesenfan davon, jetzt Deep Research zu machen von einer Person oder von der Firma, bevor wir da zum ersten Mal anrufen, weil eigentlich ist ja unsere Aufgabe, uns vorzustellen und zu schauen, ob die sich für uns eignen. Und das, so gut auch AI und alles im Hintergrund ist, kannst du nicht erfahren, solange du nicht mit der Person gesprochen hast. Sonst macht ja Kaltakquise auch keinen Riesensinn. Ne? Ich rede halt lieber mit denen. Ja, ist ja das Tool, um zu erfahren, ob die Weil ich kann auch, wie gesagt, ich gehe halt davon aus, dass die Basis gut ist, dass der Pitch gut ist. Und wenn ich jetzt zu lange irgendwie nach Ansprechpartnern suche, auf der Webseite bin und so weiter, dann habe ich vielleicht Millionen Informationen und dann arbeitet er gar nicht mehr dort. Oder die Firma ist gerade dabei, was anderes zu machen. Ja. Oder obwohl das vielleicht in die Logistik fällt, macht das gar nicht die Logistik, sondern die EDV und solche Sachen. Also ich rufe da lieber an, habe da meinen Standard-Pitch, der auch gut funktioniert, den ich auch spontan anpassen kann. Weil das ist halt jetzt nicht immer das Gleiche, was abgelesen wird, sondern ich habe da A, B, C, D Versionen. Kommt drauf an, was halt die Person, wo die anspringt. Und dann rede ich halt mit denen und gehe ins Gespräch. Also lieber mehr Zeit investieren in einen guten Standard-Pitch, um den zu erstellen und dann mehrere Telefonate führen zu können. Genau. Als sich jedes Mal individuell vorzubereiten. Etwas zu überlegen und dann darauf wartet, dass der Arbeitstag vorbei ist und man hat gerade mal 10 Telefonate gemacht und vielleicht auch nicht direkt an die richtige Person gekommen ist. Das ist auch, um ehrlich zu sein, die größte Hürde beim Cold Calling. Richtige Ansprechpartner erreichen. Manchmal können sogar die Personen, wo immer die Leute irgendwie die umgehen möchten, also die Kontaktperson, die sich meldet, manchmal können die auch so viele Informationen und so viele gute Informationen geben. Also es zahlt sich auch aus, mit denen richtig nett zu sprechen und zu sehen, denen auch schon Fragen zu stellen. Ne? Ja. Weil vielleicht findet man ja den Ansprechpartner gar nicht auf LinkedIn oder wie auch immer. Ja. Auf anderen Seiten, künstliche Intelligenz und so weiter. Sondern man ruft an, stellt sich vor, stellt die Firma vor und beginnt irgendwie mit dem Dialog und dann entfaltet es sich schon. Follow-up-E-Mail direkt nach dem Call senden, obwohl oder gerade weil er kurz war? Ja, immer. Wenn er noch weiß, mit wem er gesprochen hat, gleich bekommt er die Mail. Das ist sehr viel besser, als wenn wir die jetzt nach 3 Tagen versenden. Ich würde sagen, vor allem, wenn das Gespräch kurz war. Ja, das auch. Ja, aber wenn das Gespräch lang war, dann bekommen sie trotzdem noch eine E-Mail. Aber dann ist die Chance auch viel höher, dass die auch was davon erfahren haben, was du mit denen besprochen hast. Und wenn das Gespräch lang und gut war, dann wird es sehr oft auch einfach nur ein Termin, eine Termin-E-Mail mit einer Terminbestätigung oder sowas in der Art. Ja. Ne? Daher, ich finde es auch immer ganz schade, wenn, das ist ab und zu mal auch irgendwie so ein Wunsch gewesen von Kunden von uns, schickt keine E-Mails raus oder schickt keine E-Mails an Info raus. Doch, machen wir. Es ist uns doch wurscht, ob wir jetzt 2 Minuten oder nicht mal 2 Sekunden mehr, wenn wir auf Send drücken mit einer Vorlage, das rausschicken, vielleicht kommt es irgendwo an. Die Chance, sich da zu verbauen, weil man sich irgendwie zu schade ist oder zu cool ist für eine Info-E-Mail, finde ich auch blöd, ne? Ja. Und es hat sich sehr oft auch anders bewiesen, ne? Ja, das wollte ich gerade sagen. Es tatsächlich Leute, die Info-E-Mails weiterschicken oder die Info-E-Mail beim Geschäftsführer landet. Ja. Weil der einfach das Postfach dazu auch immer offen hat, ne? Okay, gut. So, jeden Tag neue Leads anrufen, anstatt alle alte Kontakte nachzufassen. Ja, also man muss jeden Tag, nicht anstatt beides.
Kombination, Aber genau. man sollte halt nicht zu lange an den alten Kontakten hängen bleiben und irgendwie versuchen, da endlos weiterzukommen, sondern man muss jeden Tag neu öffnen, aber auch die alten pflegen. Genau. So, würde ich auch sagen. Einmal pro Woche Fokustag nur für High-Value-Targets. Klingt interessant. Hatte ich in der Tat heute ausprobiert und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das funktioniert. Vielleicht war es nicht der beste Tag dafür. Ja, vielleicht. Ich habe mir jetzt aber auch vorgenommen, dass ich die auf verschiedene Tage wieder gesetzt habe zur Wiedervorlage, ne? Und nicht alle an einem Tag. Ja, ich finde es nicht schlecht als Ansatz so, aber eigentlich glaube ich, dass es nicht funktioniert. Weil das würde ja bedeuten, dass alle High-Value-Targets am selben Tag erreichbar sind. Sind sie niemals. Du kannst es vergessen, ne? Es sind verschiedene Leute in verschiedenen Branchen, in verschiedenen Ländern, vielleicht auch mal in verschiedenen Bundesländern, in verschiedenen Fassungen. Du schaffst es, also wenn es einen Tag gibt, an dem alle Entscheidungsträger, die man in der Pipeline hat, wirklich erreichbar sind, dann ist es natürlich, dann wäre das natürlich perfekt. Aber ich glaube, das ist wie ein Lottospiel, ne? Nee. Das gibt's nicht. Ja. Wenn es den gibt, dann sagt uns den Tag. Ja, ich weiß nicht, ne? Ich finde, die Idee ist schon utopisch. Das irgendwie an einem Tag zu schaffen, immer die richtigen, also sowas zu machen. Aber ich habe mir das irgendwie, ich habe die Frage verstanden als an einem Tag, an dem ich mir ein bisschen mehr Zeit nehme für die. Also jetzt nicht, dass ich an den anderen Tagen vielleicht ein bisschen schneller mehr Telefonate mache, sondern habe ich einen Tag, wo ich mir die alle bündeln, die vielleicht High Value sind und ein bisschen länger den Research mache. Ich hatte das so verstanden, die Frage. So ne? würdest du es verstehen? Ja. Ja. Also jetzt nicht, dass das der Research perfekte machen Tag ist ja ist, passiv, sondern ne? Ist ja nicht aktives Telefonieren. ja. Aber ich glaube, die Idee fällt da ins Wasser, weil man dann halt sehr wahrscheinlich Leeranrufe machen wird. Ja. Wenn man sich jetzt 10 vorgeknüpft hat an diesem Tag, hey, die sind voll cool, die möchte ich heute abtelefoniert, weil ich in so einer super Fassung bin. Und dann meldet sich keiner von den 10. Nee. Dann würde ich trotzdem wieder abweichen zu halt, ich öffne mir neue Kontakte oder ich schaue einfach mich um, was ich an Follow-ups heute noch hatte. Ich glaube, das Konzept ist utopisch. Man setzt sich ja die Follow-ups so, wie man das am Telefon gehört hat. Der ist da und da erreichbar. Und so, wie man irgendwie auch das Gefühl bekommen hat von dem, ach, ja, der ist jetzt aus dem Urlaub zurück. Ach, guck mal, der hat auch vielleicht mal eine E-Mail geöffnet oder auch mir in der E-Mail geschrieben, dass er da und da erreichbar ist. Ja, dann kann ich es ja machen. Aber das sind jetzt nicht 10 auf einmal, die es am selben Tag machen. Nee. Ich glaube, das ist utopisch, leider. Es wäre schon schön. Nee. Wir haben ja früher mal gesagt, der Donnerstag ist immer so ein guter Tag, um Meetings zu setzen. Und das war es ja auch, ne? Man hatte irgendwie, die Leute waren immer irgendwie donnerstags gut gelaunt. Aber das ändert sich auch mit der Zeit, ne? Es hat ab und zu mal jemand einen super Freitag, ne? Ich glaube, das war eher so eine Vorstellung, die wir hatten und nicht etwas, was man wirklich auch mit Daten komplett untermauern konnte, ne? Ich glaube, Ja. das war. Habe ich ehrlich gesagt nie irgendwie einen Fokus darauf gesetzt, welcher Tag es war, wo die meisten Meetings waren. Okay, ich glaube, das war immer so. Donnerstag immer so ein guter Tag. Da kam Aber klingt eigentlich ganz, klingt okay, weil es ist ja fast Freitag, ne? Ja, das ist halt vielleicht die gute Laune bei den Menschen, aber nicht ein Prinzip, den man jetzt anwenden kann und sagen würde, jetzt rufe ich die an, die ich gern drin hätte. Ja, okay. Gut, Kaltakquise mit generischer Liste, Hauptsache viele Nummern. Nein. Okay. Nein. Gar nicht, gell? Bitte nicht. Weniger Calls, dafür jedes Gespräch dokumentiert und reflektiert. Jein. Also man muss schon wirklich dokumentieren, worüber man gesprochen hat, mit wem. Ja. Aber dann sind wir wieder bei der Frage der Qualität bzw. der Quantität, weil wenn man wenige Calls hat, dann hat man halt nicht so viele Firmen, die man angerufen hat. Ja, ne? aber du hast ja vorhin gesagt, was ist so eine optimale Anzahl an Telefonaten pro Tag oder pro Stunde. Das beinhaltet bei uns ja auch die Tatsache, dass wir das dokumentieren und nicht, dass wir nur die Telefonate machen. Ne? Ja, absolut. Und das ist wichtig. Und eins ohne das andere ist wirklich eine Todesfalle. Ne? Du kommst da nicht weit, weil sonst vergisst du, was du gemacht hast. Vor allem, wenn du jetzt hier versuchst, ich mache jetzt heute 100 Telefonate, protokolliere aber gar keines davon. Das wäre interessant. Viel Glück beim nächsten Tag, ne? Du weißt gar nicht mehr, mit wem du telefoniert hast. Ja, vielleicht können wir so ein Spiel machen. Wer macht mehr Telefonate in einer Stunde, ohne die zu dokumentieren? Du gewinnst sicher.
ein Kollege macht doppelt so viel Calls wie du, solltest du nachziehen. Ja, du bist die schlechte Person, um das zu fragen, weil keiner macht mehr Telefonate als du. Nein, man sollte nicht nachziehen, aber vielleicht mit den Kollegen mal kurz sprechen. Ja, was machst du denn anders? Warum schaffst du das, so viele zu machen und ich schaffe es weniger? Und die Frage, was kommt dabei raus? Genau, das ist auch die Frage. Ob die auch jetzt, ob der einfach nur schnell ist oder ob er auch gut ist. Ja, genau. Und zu viel ist auch nicht gut. Wissen wir auch ganz genau. Deswegen eine optimale Anzahl an Telefonaten gibt's. Wir würden immer bei diesen 7 Telefonaten in der Stunde bleiben. Und wenn du mehr hinbekommst, super, mach aber keine 3 in der Stunde, wo du jetzt einen Roman dazu schreibst, was du gerade gemacht hast und nochmal für jeden Kunden individuell nochmal einen Flyer erstellst. Von uns aus kannst du es machen, aber das ist dann auch nicht das, was zielführend ist. Ne? Gut, perfekt vorbereiten, aber den Call dann nicht machen, weil es noch nicht ideal ist. Nein. Das ist das, weshalb sehr viele Leute Kaltakquise auch nicht machen. Nee, es kann Also nie Angst perfekt sein. Ja. Also man muss sich irgendwie gut vorbereiten und dann einfach go with the flow und sehen, wie das Gespräch geht. Ja, ich glaube, die Vorbereitung ist nicht die Materie, die man mit reinholt. Die muss man schon vorher irgendwie drauf haben und wissen, wovon man spricht. Die wichtigste Vorbereitung bei einem Cold Call oder bei einem Call zu einem Kunden, den man schon mal erreicht hat, bei einem Follow-up-Call, ist es wirklich mental, sich darauf einzustellen, dass es gut laufen wird. Und wenn es schlecht läuft, weicht man einfach mit einer E-Mail ab oder versucht einfach halt, hey, es ist gerade nicht das Outcome dabei gewesen, was ich haben wollte, aber dann mache ich es halt beim nächsten Mal besser oder dann suche ich mir was anderes aus. Ne? Das ist, glaube ich, die wichtigste Vorbereitung. Ja, was mir immer hilft, ist, dass man wirklich denkt, ich rede jetzt einfach mit der Person, weil die haben bestimmt Probleme und ich habe eine super Lösung. Und nicht, dass man irgendwie jetzt ins Telefonat geht mit, ich will dem jetzt was verkaufen und ich muss dem jetzt was herunterlabern, was hier auf dem Papier steht, aber ich verstehe das gar nicht. Also man muss natürlich die Materie kennen, was man da anbietet und wirklich irgendwie nicht davor Angst haben, mit einem Geschäftsführer zu sprechen oder mit einem Head-of irgendwas, sondern wirklich, hey, das ist jetzt eine andere Person und ich bin mir sicher, die hat auch diese Probleme, weil alle Firmen haben oder mehr oder weniger alle Firmen, die auf dieser Liste sind, sollten solche Probleme haben und dafür haben wir eine Lösung. Und wirklich jetzt aus der Position zu gehen, dass wir denen was Gutes wollen und nicht, dass wir denen irgendwas verkaufen. Und wenn man irgendwie so ins Gespräch kommt, dass man jetzt nicht was anbieten will, das denen gar nicht hilft, sondern wirklich irgendwie die beraten und zu hinterfragen, ey, habt ihr denn auch Probleme damit? Und wenn die sagen, nein, haben wir nicht, okay, habt ihr nicht, super. Und jetzt nicht versuchen weiter was anzubieten, okay, ja, vielleicht ein bisschen nochmal hinterfragen, ob die das auch wirklich gut verstanden haben. Aber ich glaube, die Sache ist, dass man wirklich Dialoge führt und nicht einfach einen Monolog und herunterlabert und die brauchen das gar nicht. Und jetzt habe ich 100 Meetings und das ist super, ne? Ja, okay. Dann würde ich nochmal abschließen mit dem Gedanken, dass man wirklich sich die Kaltakquise sparen soll, wenn man einfach nur das Gefühl hat, ich möchte nur mit diesen Reihen zusammenarbeiten und ich werde jetzt nur diese anrufen, also und da meinen perfekten Pitch irgendwie platzieren. Wird nicht geschehen. Diese 3 werden sich nicht direkt melden. Du musst wirklich Quantität reinstecken, um an die richtigen Leute zu kommen. An zweiter Stelle auch Quantität nicht als das Rezept dazu verstehen, dass man wirklich eine gute Arbeit macht, nur weil man sehr, sehr viel anruft und einfach versucht, Speed-Dialing zu machen und versucht einfach sehr schnell einfach einen Termin zu legen. Das wird auch nichts, weil dann hast du einen Termin, wo keiner kommt oder wo ein falscher Ansprechpartner drin sitzt, wo jemand drin sitzt, weil er irgendwie das Gefühl hatte, er wurde dazu gezwungen. Aber im schlimmsten Fall kommt er dann einfach nicht mehr rein und der meldet sich auch nie wieder. Ne? Deswegen eine perfekte Kombination aus beidem. Wenn wir von Quantität sprechen, dann sprechen wir nicht davon, dass man jetzt 50 Telefonate in der Stunde machen sollte. Nein, aber stell dir auch nicht vor, dass du mit 3 Telefonaten an die richtigen Leute kommst und die dann auch von dir das bekommen, was du ihnen eigentlich meinst geben zu wollen, es aber nicht schaffst, weil du die Übung nicht hattest, dadurch, dass du ein paar Mal auf die Nase gefallen bist. Ne? Wiederholung macht den Meister. Genau. Würde ich sagen,
Kein anderer hat sich besser geeignet für diese Folge als du, Maria. Du bist eine, die mit Quantität und Qualität das seit 10 Jahren schaffst, wirklich gute Termine zu legen und auch abzuhalten und jedes Mal auch dadurch gelernt hast, also vielleicht auch tatsächlich mal auf die Nase gefallen bist bei einem Gespräch, wo es dir nicht so gut ging, aber dann auch sehr schnell gelernt hast, hey, das nutze ich zu meinen Gunsten, ich mache einen neuen Pitch, ich mache das ganz anders, ich versuche mit unserem Kunden nochmal drüber zu sprechen, was ich da anders machen kann. Und das ist die Qualität, die wirklich das Ganze nochmal beteuert und sagt, hey, wenn ich wirklich meine Telefonate sehr oft und regelmäßig führe und sagen kann, ab und zu läuft es nicht so gut, aber ich kann dran schleifen, dann glaube ich, hat man das optimale Rezept, um wirklich Kaltakquise auf höchstem Niveau zu machen. Ja, da gebe ich dir recht. Okay, danke dir. Gern geschehen. Das war's mit einer weiteren Folge von unserem Podcast Starting Out, die OBTB Podcast. Liebe Zuhörer und Zuschauer, wir sind immer offen dafür, Kommentare zu hören, immer offen dafür, dass man uns bei LinkedIn auch anfreundet. Maria und ich sind beide dort aktiv. Und ja, nächste Woche gibt es eine neue Folge. Nächste Woche eine neue. Genau. Vielen Dank, Maria. Danke dir.